So. Na, wo ist denn deine gute Laune geblieben? Wie es aussieht, müssen wir unseren Brainstorming-Tag verschieben. Ach, das ist ja schade. Weil der Donnerstag war perfekt und die nächsten Wochen sich einen ganzen Tag freizuschaufeln. Befehl von oben. Ich muss eine Sektkellerei besuchen. Das ist ja die Höchststrafe. Eine Sektkellerei besuchen. Natürlich nicht. Aber ich hätte viel lieber mit dir über eine Hausmarke nachgedacht. Ja. Hör mal, und wenn ich mich da einfach anschließe? Ich meine, wer könnte uns besser beim Kreieren einer Hausmarke beraten als eine Sektkellerei? Ja? Ich will zum Chef. Hey, Oberpause? nicht wirklich. Aber die Platten sind fertig montiert und ich dachte mir, mein Partner soll sich das Ergebnis mal anschauen. Gregor? Was zu trinken? Gern. Also, wenn du mich fragst, bastelt er mal wieder an seinem Heli rum. Toll. Nimm's ihm nicht übel. Ich glaube, Gregor kann einfach nicht anders. Apropos nicht anders können. Wie sieht's denn bei meiner Tante und dir aus? Hast du Charlie überreden können, was mit dir zu unternehmen? Jein. Das heißt? Wir besuchen am Donnerstag eine Sektkellerei. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Champagner-Hausmarke. Danke. Für Schneiders. Das klingt doch super. Wo ist das Problem? Naja, Charlie wollte wissen, ob ich mir davon was verspreche, wenn wir gemeinsam was unternehmen. Und ehrlich wie du bist, hast du ihr natürlich gesagt, wie es bei dir aussieht. Sie meinte den Deal, den wir untereinander gemacht haben. Naja, kannst du ihr ja am Donnerstag sagen, wie scharf drauf sie bist. Mach dich nicht lustig. Ich freue mich einfach mal ein bisschen Zeit mit Charlie allein zu verbringen. Stella, gut, dass ich Sie erwische. Hallo. Ich hatte vorhin im Schneiders das Gefühl, dass ich Sie ein bisschen überfallen habe. Wieso? Wegen der Sektkellerei. Ich hatte den Eindruck, das passt Ihnen nicht wirklich. Also habe ich meine Termine verschoben. Und das heißt? Das heißt, die Sache hat sich erledigt. Sie können am Donnerstag hier bleiben und ich fahre selbst. Ich habe die Reise bereits eingeplant. Ja, dann streichen Sie sie eben wieder. Ich dachte, ich tue Ihnen damit einen Gefallen. Offen gestanden eher nicht. Hätten Sie sich das nicht ein bisschen früher überlegen können? Bitte? Wie soll ich denn planen, wenn Sie einen Tag Hü sagen und den anderen Hot? Das ist mir egal. Finden Sie sich damit ab. Noch nicht Feierabend? Ich habe auf Sie gewartet. Ich wollte mich dafür entschuldigen, wie ich vorhin reagiert habe. Schon in Ordnung. Ich würde Ihnen gerne eine Erklärung dafür geben. Ja, aber nur, wenn Sie es absolut für nötig halten. Ich hatte vor, mit Frau Schneider zusammen in die Pfalz zu fahren. Deswegen war ich zuerst enttäuscht, als Sie die Reise gecancelt haben. Dann wollten Sie also an die Dienstreise noch einen kleinen Kurzurlaub ranhängen? Ja, das war der Plan. Warum kommen Sie nicht einfach mit? Zusammen mit Frau Schneider? Was? Nein, also, besser nicht. Sie wollen gerne allein mit Frau Schneider? Besser gesagt, ich hatte nur die Stammeln Sie Idee. eigentlich so rum? Man könnte meinen, Sie seien in Charlie verliebt. Nacht, Stella. Ja, gute Nacht. Alles okay bei dir? Warum mache ich immer alles falsch und verliebe mich immer in die Falschen? Aber sonst alles super. Carla hat deine Entschuldigung nicht angenommen. Doch, hat sie. Und dann hat sie mir angeboten, mit ihr in die Pfalz zu fahren. Okay, da kommt aber noch was. Dann habe ich mich verplappert. Verplappert. Ist irgendwie rausgerutscht, dass ich mich in Charlie verliebt habe. Autsch. Was hat Carla dazu gesagt? Nicht wichtig, was sie dazu gesagt hat. Carla sagt nie, was sie denkt. Aber ich glaube, es hat sie irgendwie verletzt. Armer Matthias, die Sache mit Lydia und dem Vaterschaftstest nimmt ihn ziemlich mit. Oh, wirklich umwerfend, wie Stella heute wieder aussieht. Entschuldige. Ich kann dich verstehen, also wenn ich mich für Frauen interessieren würde. Ist dir das noch nie passiert? Bisher nicht. Und könnte sich das vielleicht ändern? Oh, ist das ein Angebot? Weißt du, ich wusste schon ziemlich früh, was ich will. Aber es gibt Leute, die bemerken das erst später. Moment, du denkst doch nicht etwa,
dass Charlie und Stella... Also ist es dir auch aufgefallen? Ich mag dich auch, aber deswegen bin ich noch lange nicht lesbisch. Aber da ist was in ihrem Blick, das lässt sich allein mit Mögen nicht erklären. Du glaubst ernsthaft, Charlie könnte sich auf Stella einlassen? Tut mir leid, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hast du es gut? Und du rufst an, versprochen. Klar. Schönen Abend. Bisher war er sehr schön. Na komm, ich helfe dir. So, also. So, also jetzt wirklich. Tschüss. Just can't stand to see me get along without you like I do. Ich mache mich total zum Trottel. Ich bin doch verrückt. Ja, und zwar nach Stella. Natalie, sie hat mir klipp und klar gesagt, dass zwischen uns nichts laufen wird. Na dann. Bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als sie dir aus dem Kopf zu schlagen. Ja, das weiß ich selber. Aber wenn ich daran denke, dass sie stattdessen mit Charlie, dann dreht sich mir der Magen um. Ich bring dir einen Magen, bitte. Will mir ja nichts nachsagen lassen. Keine Sorge, sie hat das Essen gemeint. When I look up from my pillow, I dream you are there with me. Though you are far. Charlie? Hallo, Carla. Wir wollen in die Pfalz fahren zum Schieferhof. Du kennst doch das Weingut. Ja, der Riesling ist streng limitiert. Die Restaurants reißen sich drum. Stella meinte, du könntest uns ein ordentliches Kontingent davon vermitteln. So, meint Stella das? Oh, Charlie, es tut mir leid. Natalie kommt gerade rein. Da gibt's irgendeinen Notfall. Es hat Zeit. Nein, es scheint ziemlich dringend zu sein. Kein Problem. Ich kann nachher aufs Schloss kommen, so gegen 13 Uhr. Ja, ist gut. Bis später. Ja, tschüss. Charlie? Okay, jetzt wird mir einiges klar. War ich sehr unhöflich? Schon ein bisschen. Sie will sich mit mir treffen, weil sie an einem unserer Winzer interessiert ist. Wieso hast du ihr nicht abgesagt? Ja, was soll ich ihr denn sagen? Tut mir leid, Charlie. Ich würde dir am liebsten vor Eifersucht den Hals umdrehen. Carla, was ist eigentlich los mit dir? So habe ich dich noch nie erlebt. Ich muss ständig an sie denken. Wie sie lacht, wie sie redet, ihre Fröhlichkeit. Und dazu noch so unkompliziert. Sie ist eine tolle Frau, aber... Ja, ich weiß. Sie ist nicht an mir interessiert. Ich bin einfach nicht ihr Fall. Außerdem seid ihr ganz schön unterschiedlich. Sie ist ausgeflippt und spontan und ich, Geschäftsfrau und Mutter mit beiden Beinen auf der Erde. Wobei, normalerweise sagt man ja, Gegensätze ziehen sich an. Ach, das ist doch Quatsch. Daran habe ich noch nie geglaubt. Das endet sowieso in einer einzigen Katastrophe. Unsere Verwalterin hilft dir jetzt auch noch beim Marketing für das Schneiders. Eigentlich hat sie genug hier zu tun. Ja, ich war zunächst auch überrascht, aber sie wollte unbedingt ihre Ideen loswerden. Entschuldige, Charlie, dass du so lange warten musstest. Kein Problem. Stella wollte sich auch noch zu uns gesellen. Guck mal. Das ist die Tante Charlie. Ja, hallo, Sophiachen. Ja, der Controller wartet. Ihr entschuldigt mich bitte. Ja. Komm, wir setzen uns bei. Guck mal, Sophie. Jedes Mal, wenn ich komme, ist sie wieder in Stücke gewachsen. Ich muss euch doch öfter besuchen. Hast du denn dazu überhaupt Zeit? Wenn ich eines gelernt habe, Carla, die Familie geht vor. Zumal ich ja keine eigenen Kinder habe. Warum eigentlich nicht? Naja, es ist ja schon schwierig genug, einen passablen Kerl zu finden. Und dann noch einen, mit dem man sich vorstellen kann, den Rest seines Lebens zu verbringen. Also was das angeht, bin ich kurz davor, die Hoffnung endgültig aufzugeben. Nein, das solltest du nicht. Auf keinen Fall. Wenn man so viele Enttäuschungen wie ich erlebt hat. Aber weißt du, Männer haben doch auch ihr Gutes. Man kann schlecht mit ihnen leben, aber ohne sie geht's auch nicht. Bei dir doch offenbar schon, oder habe ich da was verpasst?
Nein, nein. Aber bei dir, das ist doch was anderes, oder? Ich weiß nicht, manchmal wünschte ich mir auch, ich könnte so ganz ohne sie leben. Aber weißt du was? Ich glaube, du findest auch noch den Richtigen. Du musst deine Augen nur ganz weit offen halten und dich konzentrieren. Dann findest du ihn. Also, was mich angeht, ich drück dir ganz fest die Daumen. Alle Achtung, sehr eindrucksvoll. Wundert mich, dass ich von dem Winzer noch nie was gehört habe. Ein Geheimtipp, genau das Richtige für unser Projekt. Der Winzer ist übrigens ziemlich attraktiv. Ach, du meinst, wenn ich mit ihm anbändele, bekomme ich Rabatt? Wäre doch praktisch. Nein, nein, ich nehme mir jetzt an dir ein Beispiel. Du kommst doch auch ganz gut klar, so ohne Männer. Sicher? Aber gegen die richtige Partnerin hätte ich auch nichts einzuwenden. Und so weit würdest du mir doch nicht folgen. Oder könntest du dir vorstellen, dich auf eine Frau einzulassen? Ganz ehrlich? Ihr werdet euch wundern. Da war tatsächlich mal was. Und was? Na, erzähl schon. Es gab mal eine Frau. Zu meiner großen Überraschung. Da wäre ich nie drauf gekommen. Sie? Was? Na komm, das wollen wir jetzt aber genauer wissen. Wie alt warst du? 16? Da warst du ja schneller als ich. Eine richtige Mädchenromanze? Mit Zetteln und Knutschereien auf dem Reiterhof? Ach, Unsinn. Ich habe für sie geschwärmt. Das ist normal in dem Alter. Das ist in jedem Alter völlig normal. Und wie hieß sie? Frau Werner. Deine Lehrerin. Das wird ja immer besser. Eine reife Frau führt die kleine Charlie in die Geheimnisse der Liebe ein. Oh, das hättest du wohl gern, war aber nichts. Schwärmen ist mehr als nichts. Ich habe sie eine Woche lang angebetet und dann ging es in die großen Ferien nach Frankreich und ich habe mich unsterblich in Jean-Luc verliebt. Ist Frau Werner eine Lesbe? Keine Ahnung. Welches Fach? Physik und Sport. Na, alles klar, sie ist eine. Wahrscheinlich war sie ganz hin und weg von dir und hat nur darauf gewartet, dass du ihr ein... Ihr entschuldigt mich? Ich wollte mit Sophia noch in die Stadt. Ah, gute Idee. Warte, wir kommen mit. Nein, nein. Ihr wollt euch doch noch über eure Tour in die Pfalz unterhalten. Fühlt euch wie zu Hause. Hat sie irgendwas? Wahrscheinlich Stress. Erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter. Und dann das plötzliche Coming-out einer alten Freundin. Stella? Du hast angefangen. Darf ich Ihnen Ihren Mantel bringen? Ja, das wäre nett, danke. Nur Shiraz aus der Pfalz? Also ich weiß nicht. Ich denke, das sollte man besser den Australiern oder Südafrikanern überlassen. Soll ich von Adrian grüßen? Geht's Ihnen denn einigermaßen? Selbst wenn nicht, das will er nie zugeben. Du kennst ihn ja. Bloß keine Schwäche zeigen, immer cool bleiben. Hallo. Ja, Haltung um jeden Preis. Carla, sie lässt es sich zwar nicht anmerken, aber ich habe das Gefühl, sie ist sehr einsam. Wie kommst du darauf? Naja, du hast doch selbst gesagt, erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter. Da bleibt das Privatleben auf der Strecke. Hat ja gar keine Zeit mehr, sich zu verlieben. Oder keinen Mut. Wieso Mut? Sowas passiert einfach. Oder eben nicht. Weißt du, Carla hat viele Enttäuschungen hinter sich. Ihre Ex-Frau Susanne, die beiden waren verheiratet, hat sich kurz vor der Geburt von Sophia in einen Mann verliebt. Meinen Bruder. Was? Ja, aus den beiden ist da nichts geworden. Susanne hat sich letztendlich für Carla entschieden, aber da war schon zu viel zerbrochen. Scheidung. Und ich habe den Eindruck, dass Carla seitdem noch härter geworden ist. Vielleicht braucht sie einfach mal wieder ein bisschen Ablenkung. Sag mal, meinst du, es wäre komisch, wenn ich für die Brandners ein paar Blumen besorge? Auch was soll ein bisschen Frühling in der Wohnung komisch sein? So, jetzt aber mal genug von den Brandners. Was ist denn eigentlich mit dir und Stella? Können wir nicht weiter über Narzissen, Tulpen und Matthias sprechen? Nein. Doch. Nein. Oh, guck mal. Ich habe keine Chance. Stella will Charlie. Carla, ich dachte, das hätten wir geklärt. Charlie ist nicht so hetero, wie wir immer dachten. Sie hat erzählt, dass sie früher mal in eine Frau verknallt war. Wie bitte, Charlie? Ja. Es war offenbar ein sehr kurzer Ausflug in die Frauenwelt. Ja, das weißt du und das weiß ich. Aber Stellas Augen, die haben geleuchtet. Sie hing Charlie geradezu an den Lippen. Und da habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin regelrecht geflohen. Ja, ich weiß, dass ich mich benehme wie ein Teenager. Ich bin albern, ich bin unsouverän. Ja, verliebt eben. Aber du bist kein Teenager. Du bist Carla von Lahnstein.
Also bleib dran und kämpf um sie. Für mich sieht's so aus, als würde Stella bald eine starke Schulter brauchen. Hey, warum warst du gestern nicht auf der Party? Was für eine Party? Mir hat niemand was gesagt. Ich hab noch zu tun. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Muss ich das jetzt verstehen? Ich kapier's auch nicht. Du bist ja auch kein Mann. Ey, Ja. Aber ich liebe dich auch so, auch als Sabel. Hast du mal eine Sekunde? klar. Ich muss ja eh zur Uni. Bis nachher. Ciao. Was gibt's denn? Wieso hast du mir nie gesagt, dass deine Tante mal in eine Frau verknallt war? Bitte? Das hat sie mir heute Mittag gestanden. Charlie knutscht am anderen Ufer und verheimlicht mir das die ganze Zeit? Also, naja, knutschen, also ganz so weit ist es wohl nicht gekommen. Was heißt denn dann verknallt? Also, schwärmen, annehmen, was man mit 16 eben so tut. Mit 16 habe ich für Claudia Mucksfeld geschwärmt, das heißt überhaupt nichts. Ja, immerhin hat sie mit dem Gedanken gespielt. Und wer weiß, vielleicht hat sie danach einfach nicht die Richtige getroffen. Und du meinst, du wärst die Richtige? Auf jeden Fall sind die Karten jetzt neu gemischt. Stella, vergiss es, Charlie steht auf Männer. Wir fahren nächste Woche zur Weinprobe in die Pfalz. Nur wir beide. Ja, das hört sich vielversprechend an. Ich werde mich dann bei Ihnen melden. Wiedersehen. Kann ich zahlen? Das hoffe ich doch. Und einen Bewirtungsbeleg, bitte. Ja, natürlich. Hallo. Hallo. Carla, es dauert noch einen kleinen Augenblick. Linda kümmert sich drum. Hallo. Hallo. Und wie weit seid ihr mit eurer Tour durch die Pfalz? Das nächste Fest auf Königsbrunnen wird der Knaller. Ich verspreche Ihnen den besten Wein und Sekt. Das Beste, was die Region zu bieten hat. Wie wär's, wenn du dir 1, 2 Tage Auszeit bei der Holding nimmst und uns begleitest? Wie stellst du dir das vor? Ich habe Termine. Die man ja vielleicht verschieben kann. Das ist nicht so einfach. Du bist der Boss. Du kannst tun, was du willst. Das ist nicht so einfach. Ich habe Verpflichtungen. Ach, Carla, du arbeitest zu viel. Gönn dir mal ein bisschen Freizeit. Das macht den Kopf frei und hinterher ist man umso effizienter. Also wenn sie keine Zeit hat. Ach was, wir Mädels hätten jede Menge Spaß. Warum eigentlich nicht? Ich war schon lange nicht mehr in der Pfalz. in the sky.